Im Jahr 2022 hat Citizen etwas getan, was man sonst von der japanischen Marke eher selten sieht, nämlich ein historisches Design einer alten Uhr quasi unverändert wieder in die Kollektion zu bringen. Die Rede ist von der Challenge Diver Fujitsubo, mehr dazu gleich im Anschluss, einem Taucheruhrendesign der 60er, 70er Jahre, eines Modells, das zu Beginn noch als Parawater bekannt war und im Laufe der Jahre laufend angepasst worden ist. So ist beispielsweise von einem Einschalengehäuse auf ein Zweischalengehäuse gewechselt worden und im Laufe der Zeit der charakteristische Mercedes-Zeiger dazugepackt worden. Die Challenge Diver basiert auf einem Modell von 1977, das damals unter genau diesem Namen so vermarktet worden ist. Der später dazugekommene Spitznamen Fujitsubo für den japanischen Begriff für Seepocke geht zurück auf eine Anekdote, die sich gemäß Citizen im Jahr 1983 zugetragen haben soll, als man nämlich genau eine solche Uhr vor Australien im Meer gefunden hatte, nachdem sie dort bereits ein paar Jahre zugebracht hatte und entsprechend stark mit Seepocken überwachsen war. Der Clou an der ganzen Geschichte: die Uhr hat immer noch funktioniert und ist damit natürlich zum perfekten Botschafter für die Robustheit dieses Modells geworden. Die neue Version kommt in zwei Ausführungen, einmal mit einem blauen Zifferblatt mit Metallband und einer farblich passenden Drehringeinlage aus Aluminium und dann die hier gezeigte Version mit einem schwarzen Zifferblatt und einer farblich passenden Drehringeinlage und einem schwarzen Gummiband mit Dornschließe. Die Uhr misst immer noch 41 mm im Durchmesser, ist aber mit 12,3 mm etwas flacher geworden. Dafür ist die Wasserdichtheit von 150 auf 200 Meter angestiegen. Im Innern setzt Citizen auf ein relativ neues Kaliber von Miyota respektive von Citizen, dem 9051, das hier mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde arbeitet und bei Vollaufzug eine Gangautonomie von 42 Stunden entwickelt. Zudem soll das Kaliber etwas besser vor magnetischen Einflüssen geschützt worden sein und das Gehäuse hier, wie auch das Band bei der blauen Version, ist aus Super-Titanium, einem gehärteten Titanmetall, das gemäß Citizen bis zu 5-mal besser vor Kratzern geschützt sein soll. Beim Deckglas kommt Saphir zum Einsatz, das innenseitig gewölbt ist und auf der Außenseite eine abgeflachte Kante hat. Das Gehäuse kommt mit einer verschraubten Krone bei 3 Uhr und einem relativ schlichten Gehäuseboden auf der Gehäuserückseite. Die Lünette selbst ist poliert und rastet in 120 Klicks. Das Gehäuse ist mit einem gebürsteten Finish ausgestattet worden. Überraschend an der Uhr: Citizen ist eher dafür bekannt, mit jeder neuen Taucheruhrengeneration eigentlich das Design der Taucheruhr neu definieren zu wollen. Dazu gehören Modelle von 1982 oder auch die 1000 Meter Otter Sailor beispielsweise oder die Orca-Modelle, die doch jedes Mal immer wieder bewiesen haben, dass das Design einer Taucheruhr durchaus nicht generisch sein muss. Hier kommt ein vergleichsweise zurückhaltendes Design zum Einsatz, das aber in der Gegenwart immer noch gut funktioniert, denn genau solche Uhren gibt es heute eigentlich weniger, als man meint zu sehen. Dazu gibt es ein Titangehäuse zu einem Preis von 695 Franken. Die blaue Version ist etwas teurer aufgrund des Metallbandes, was das ganze Angebot fast unschlagbar werden lässt. Die Uhr selbst lässt wenig Grund zur Beanstandung übrig. Ich persönlich finde, dass das schwarze Gummiband aufgrund der überstehenden Partien beim Bandanstoß nicht ganz so gut zur Uhr passt, respektive vielleicht auch etwas zu schlicht ist. Ich denke, dass gerade bei einem sehr zurückhaltenden Design wie diesem hier ein etwas nervöseres, wie beispielsweise ein Textilband, viel besser passen würde. Beispiel hier an einem schwarzen NATO-Band. Das Zifferblatt ist gestanzt umgesetzt worden, entsprechend sind die Indexe großzügig mit Leuchtwasser gefüllt worden und die Uhr auch in der Dunkelheit gut ablesbar. Mit einem Gewicht von lediglich 70 Gramm trägt sich das Modell zudem außerordentlich gut am Handgelenk. Wer mehr über die Fujitsubo von Citizen erfahren möchte, im Beschrieb zum Video gibt es wie gewohnt einen Link mit einer etwas ausführlichen Vorstellung mit weiteren Fotos und allen Daten und Details zur Uhr. Wer Fragen hat, kann jederzeit gerne das Kommentarfeld hier benutzen. Ich freue mich über jedes Feedback und natürlich noch mehr über ein Subscribe und idealerweise mit Aktivierung der Glockenfunktion, denn dann kommen solche Videos automatisch im Newsfeed. Herzlichen Dank.